Diese Fahne, die kennt ihr schon, ne? Die kriegt eine ganz besondere Bedeutung in diesem Jahr. Dazu aber mehr in einem der nächsten Videos. Herzlich willkommen beim E-Cannonball. Es geht los. Yippie. Heute werden am Ende des Videos die genannt, die ersten 10 Videos und Bewerbungen, gültigen Bewerbungen eingereicht haben. Genau. Und damit wir es besonders spannend machen können, ist es wirklich erst am Ende des Videos und alle wichtigen Informationen kommen jetzt. Das wird gut. Zum Beispiel möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass die Bekanntgabe der Teams am 23.06. erfolgt. Und der Annahmeschluss für euer Video, Obacht, ist der 19.05. um 12 Uhr. Und was brauchen wir noch, Ofe? Ja, wir brauchen natürlich noch Autos und Bewerber. Wir brauchen eine große Vielfalt von Elektroautos, Heroes, umgebaute Autos, Elektromotorräder. Bewerbt euch weiterhin. Ihr habt noch Zeit. Genau, nutzt diese Zeit. Denn wir wissen ja eins, das Mitmachen beim E-Cannonball, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Übrigens, das hier hinten, das was ihr hier seht, da kommt das neue Plakat rein für den besten E-Cannonball ever. Elbflorenz. Der E-Cannonball 2024 wird unterstützt von Maingau Autostrom, E-Autoladen unterwegs, Charge Now, E-Mobilität, die dich weiterbringt, Daheimladen, die Wallbox, die alles hat und alles kann, Elektroautomobil, das Magazin für Elektromobilität, Abs, Aubert und Partner Steuerberatungsgesellschaft, Elexon, der Systemintegrator für Ihre Ladelösung, mehr nachhaltige Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Brands in Green. E-Cannonball 2024 in Dresden. Feel the energy. Ja, wir sind richtig aufgeregt. Wir hatten ein ganz tolles Wochenende, jetzt gerade vergangen, in Dresden und im Erzgebirge und Umgebung. Ja, die Strecke steht. Dazu kommt aber noch ein eigenes Video. Das war so geil. Also, es war so geil. Wir waren total beseelt. Super gut. Ja. Und wir sind natürlich wieder auch euren Wünschen nachgekommen. Das muss man ganz klar so sagen. Seit Jahren, nämlich seit 7 Jahren, hängt ihr uns in den Ohren. Mensch, fahrt doch mal, macht doch mal dies, piep, 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 piep. Und jetzt waren wir da. Wir waren da. Wir haben euch tolle Plätze gesichert. Ihr könnt großartige Challenges machen und ihr seid unter Strom. Und diese Fahne wird eine ganz neue Bewandtnis haben. Aber mehr sagen wir noch nicht, denn wir können noch nicht das ganze Pulver verschießen. Das kommt alles noch. Ich würde sagen, ihr bewerbt euch weiterhin. Ihr verteilt das, was wir hier machen, überall auf allen Medien und so weiter. Und noch ganz Besonderes, die Teilnehmer, die Gewinner des letzten E-Cannonballs, die sind an diesem Wochenende, was jetzt kommt, bei der Formula E. Das hat der Hauptsponsor Ionity damals verschenkt. Und wir sind so gespannt darauf, wie die Erlebnisse sind. Das sind ja mehrere Teams, die damals gewonnen haben. Ja, und auch dieses Jahr gibt es wieder tolle Gewinne. Gewinne. Wollen wir noch weiter rauszögern? Ja, natürlich. Also ich muss auch so sagen, also gerade auf diesen Hauptgewinn, ich würde ja so gern zur Formel E. Und naja, du hast ja nun leider nicht gewonnen. Wir hätten aber auch nicht gewinnen können. Also ich bin ja neidisch. Das war schon ein sensationeller Gewinn. Ja, wir müssen jetzt mal kurz überlegen, was erzählen wir noch. Irgendwie die ersten 10 sitzen jetzt schon, die ersten 100 sitzen jetzt vermutlich schon. Wir erzählen jetzt erstmal noch Folgendes. Oh, was machen wir dass wir, und das hätte ich jetzt fast vergessen, es war überwältigend, was in der ersten Woche an Bewerbungen für den E-Cannonball reingekommen ist. Sensationell. Ja. Wirklich sensationell. Bitte macht weiter so. Wir brauchen noch mehr Autos. Und zwar ist egal, wenn ihr ein Elektroauto habt, bewerbt euch bitte. Die Videos sind super, wir haben die schon geguckt. Und ich denke... Oh, das kürzeste übrigens, darf ich sagen, das kürzeste 6 Sekunden. 6 Sekunden, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Macht doch auch keine Sorgen, jetzt, auch wenn ihr jetzt bei den ersten 10 nicht dabei seid, ihr seid trotzdem im Pool und wir werden euch rechtzeitig benachrichtigen. Macht euch keine Sorgen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir sind sehr, sehr glücklich, sehr beseelt. Ja, tatsächlich. sehr beseelt. Und diese Fahne wird eine ganz neue, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, ganz neue Bewandtnis haben, auch bei diesem E-Cannonball 2024. Wenn du Sponsor bist, es wird sich für dich lohnen. Wir haben richtig was Tolles geplant und ich würde sagen, das wird der beste E-Cannonball Ever Elbflorenz. Film ab. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Ciao. Ciao. Ach, Abby, sollten wir vielleicht dieses Jahr am E-Cannonball teilnehmen? Ja, gute Idee. An was hast du denn gedacht? Naja,
Teslas und ID.4s hat die Welt schon echt genug gesehen. Ja gut, aber aufräumen würde ich schon gern, muss ich sagen. Ich hab da eine Idee! Wir sind Arne und Thomas und wir sind das Team EQV. Zu welchen Schlössern es geht, wissen wir nicht. Egal wohin, wir sind bereit. 7 Sitze und jede Menge Stauraum. Wenn ihr darauf Lust habt, dann sehen wir uns beim besten E-Cannonball ever in Florenz. Ja, hier ist der Michael vom Kanal EV77E. Die nächste Reise geht nach Dresden. Keine Reise. Keine Reise? Bewerbungsvideo. Ach, ein Bewerbungsvideo. E-Cannonball 2024. Für den E-Cannonball 2024? Ja klar, da mache ich mit. Hier, ich komme mit. Als Team Niederrhein. Hallo, ich bin Tanja Und ich bin Michael und zusammen sind wir Team Nachteule. und das ist unser neuer Ora Funky Cat GT Und mit dem würden wir sehr gerne am besten E-Cannonball ever, ever, Elbphilharmonie, nein, Elbsandsteingebirge, Elbflorenz teilnehmen. Ein Tag ohne dich ist wie ein Brot ohne Butter. Ich bin Anja. Ankommen nach jederzeitigem Aufladen. Ich bin Uwe. Unglaublich wirksame Energieeffizienz. Wir sind das Team Brot und Butter. Und wir möchten sehr gerne wieder beim E-Cannonball 2024 dabei sein. Dresden. Wir kommen! Moin! Da sind wir wieder, eine schrecklich nette Mannschaft. Auch dieses Jahr tauschen wir den BMW gegen unser 11-jähriges junges Model S, das fit für die Elbflorenz-Rundfahrt ist. Nach meiner Abwesenheit 2023 zeige ich dieses Jahr den Jungs, wie man Rätsel und Aufgaben löst. Ach ja, und es wird sich auch dieses Mal nicht verfahren. E-Cannonball 2024. Ever, Elbflorenz. Ja, servus Michi, grüß dich. Ja, du, sein komischer Tesla ist jetzt leer. Der hat irgendwas mit CCS, keine Ahnung. Das ist ja wie Laufen mit Stecken, so ungefähr, gell? Da fahren wir lieber mit der Zoe, oder? Da fahren wir lieber mit der Zoe. Team Rubber Duck! Team Rubber Duck! Hallo liebe E-Cannonballer, wir sind die Ottens und wir wollen mit dem EQB 250 beim E-Cannonball 2024 teilnehmen. Ich bin der Edwin, ich bin der Max und wir kommen normalerweise immer zum Schluss, am Ende des Lebens, aber tatsächlich wollen wir bei der Rallye die Ersten sein. Letztes Jahr war ich als Beifahrerin im Team Die Sauerländer das erste Mal beim E-Cannonball dabei. Und wie sagt man so schön, wer einmal dabei war, kommt gerne wieder. Dieses Jahr möchte ich als Sauerländer Girls in meinem Cupra Born auch als Fahrerin zeigen, dass ich einen guten Job mache beim besten E-Cannonball ever Elbflorenz. Checkliste für den E-Cannonball 2024. Ladepause. Check. Verpflegung. Check. Orientierungshilfe. Check. Bei Verständigungsproblemen. Check. Gastgeschenk. Check. Horrido! Wir sind das Team Die Sauerländer. Und wir freuen uns auf den besten E-Cannonball ever Elbflorenz. Ihr, die ersten 10. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Der E-Cannonball 2024 wird unterstützt von Maingau Autostrom, E-Autoladen unterwegs, Charge Now, E-Mobilität, die dich weiterbringt, Daheimladen, die Wallbox, die alles hat und alles kann, Elektroautomobil, das Magazin für Elektromobilität, Abs, Aubert und Partner Steuerberatungsgesellschaft, Elexon, der Systemintegrator für Ihre Ladelösung, mehr nachhaltige Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Brands in Green, E-Cannonball 2024 in Dresden, Feel the Energy. Auch für mich heißt es dieses Jahr ab in den Süden. Ich bin mit dabei beim E-Cannonball und werde das Moderatorenteam unterstützen mit einer geheimen Aufgabe, die so geheim ist, dass ich sie noch nicht weiß. Und ich habe natürlich Bock drauf, freue mich auf die Location, auf die Teilnehmer und natürlich auch drauf, möglichst viele von euch zu treffen. Bis dahin. Ja, Moin Alex, aufstehen, der E-Cannonball geht los. ich bin unterwegs.
Hallo, ich bin Alex. Das Wetter ist absolut traumhaft, es wird auch richtig spannend. Und wir befinden uns heute auf dem Elektroauto-Event des Jahres, dem E-Cannonball 2023, auf dem ich mitfahren werde, mir die ganzen Challenges anschauen werde auf der Strecke, auch die Fahrer schaue ich mir an und es gibt noch eine Art geheime Challenge. Dazu aber jetzt mehr. Ich heiße euch herzlich willkommen zum 6. E-Cannonball hier in Bad Griesbach. Wir haben wunderbares Wetter, wir haben 75 rein elektrische Fahrzeuge und ihr könnt vielleicht im Hintergrund schon sehen, hier ist richtig was los. Schaut euch das an, es ist die Mega-Veranstaltung in der Elektromobilität. Was passiert eigentlich beim E-Cannonball? Nun ja, da der Begriff Rennen bei so manchen Leuten Augenzucken auslöst und auch mittlerweile ein heikles Thema ist, geht es dieses Mal nicht um Zeit. Die Teilnehmer fahren einen Rundkurs von gut 400 Kilometer und müssen auf dem Weg an 6 Stationen verschiedene Aufgaben lösen. Und das bei schönstem Wetter und atemberaubender Kulisse. Für die Aufgaben gibt es übrigens Punkte und wer am Ende am meisten davon hat, gewinnt. Beim E-Cannonball gibt es 4 Klassen und das bedeutet die 3. Klasse, das sind die Autos mit den kleinsten Akkus. Die 2. Klasse, logischerweise mittlere Akkus und die 1. Klasse ist sowas wie ein großes Model S Plaid, Porsche Taycan mit großem Akku natürlich. Und dann gibt es noch die Hero-Klasse. Das sind sozusagen umgebaute Autos oder so ein cooler Roadster wie der hier, aber in vollelektrisch. Richtig cool. Warte, oh Gott. Ja, und willkommen beim Parc Fermé. Der Parc Fermé ist natürlich die Zusammenkunft aller Autos, die bei der Rallye mitmachen. Das ist quasi jetzt ein Tag vorher und da sehen wir direkt schon die ersten Klasse 1 Fahrzeuge. Sowas wie gesagt, Porsche Taycan, das ist ein BYD Hahn und da ist auch noch ein Porsche Taycan, Q4 e-tron, alles mögliche, also quasi die Autos mit den großen Akkus. Auf unserer rechten Seite haben wir die 3. Klasse. Das ist hier sowas wie ein E-Golf oder ein Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, erstes Modell. Und auf der linken Seite, wie gesagt, da wo ich vorhin schon drin gesessen bin und halbert rauskraxeln musste, die Hero-Klasse. Hammermäßig. Wirklich ausgefallener geht's gar nicht mehr. Ein komplett mit Solarzellen bedecktes Auto, auch nicht schlecht. Oder auch der alte Toyota Land Cruiser in vollelektrisch. Das sind mal Hingucker, oder? Und nicht zu vergessen, ein alter T1. T1, ja tatsächlich. 1960er, 80 kW Leistung, 195 Newtonmeter, 200 Kilometer Reichweite. Das ist mal richtig cool. Was ganz Besonderes ist auch ein Hingucker in dem Sinne, weil er 1111 PS hat und das ist der Lucid Air in der größten Variante. Besonders die Farbe gefällt mir gut, man erkennt das gar nicht genau, aber es ist so eine Art Kirsch, Weinrot, aber ganz in dunkel gehalten. Das heißt, wenn es dunkel ist draußen, sieht das Auto schwarz aus. Wenn die Sonne drauf scheint, sieht man es vielleicht hier an der Kante, kommt die Farbe richtig hervor. Es ist schon faszinierend. Wir leben in einem Zeitalter, in denen Autos nicht mehr mechanische Teile sind, sondern elektronische. Hightech-Computer, wenn man so will. Und das sehen wir hier und das feiern wir hier auch. Und deswegen ist es immer spannend, wenn man sieht, was für Autos hier rumfahren, wie sich die Batterietechnologie in den letzten Jahren entwickelt hat, die Motorentechnologie ja genauso. Und da kann man in Zukunft nur noch gespannt sein, was uns noch alles erwartet. Noch bevor die eigentliche Rallye anfängt, geht es auf dem Parc Fermé für alle Teilnehmer zum Golfsimulator. Wer am weitesten abschlägt, bekommt Extrapunkte. Und unsere interne Fehde zwischen Team Bangula und Team Owe und Bloch sieht vorerst nicht so gut für Team Bangula aus. Okay, die Challenge läuft. Wir werden morgen früh antreten gegen dich, mein lieber Albert, und gegen deinen Bruder. Ich natürlich hier mit dem Elektromobilitätsveteran Dr. Alexander Bloch. Und wir haben natürlich heute schon mal in der ersten Challenge 6 Punkte Vorsprung für euch. Das ist eine super Sache. Ich weiß auch genau, warum dein Bruder nicht da ist. Weißt du, warum er nicht da ist gerade?
weil er sich auf alles vorbereitet, dass wir euch morgen wegfegen. Aber wir werden ihn morgen sowieso in Grund und Boden fahren, oder? Also pass Sag mal mal, auf, Alex. pass mal auf, wir müssen das mal zusammenfassen. Wollen wir das diplomatischer kurz bereden? Bei der allerersten Challenge, der Golf-Challenge, hat er schon mal dir, ja, also den wahrscheinlich kompetenteren von euch beiden, überlassen, dass du den Golfschläger schwingst. Jetzt gerade ist er nicht dabei, sondern will sich vorbereiten. Der hat ganz schön viel Angst vor uns. Ja. Ja. Und womit? Mit Recht. Ja, genau. Und wir freuen uns auf die Challenge und es wird geil, oder? Nee, es wird gut. Oder? Sehr gut. Für uns ja, für euch nicht. Das wird gut. Zum Abschluss des Parc Fermé gibt es noch die Fahrerbesprechung. Dort werden zum Beispiel die Einzelheiten der Strecke und wichtige Informationen für die Fahrer bekannt gegeben. Übrigens war auch der CEO von Ionity zu Gast, um alle möglichen Fragen von den Teilnehmern zu beantworten. Am nächsten Morgen wird alles für den Start bereit gemacht und es geht direkt los. Während der Startphase laufen die Arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren. Denn ein Blick hinter die Kulissen lässt nur erahnen, was ein hochprofessioneller und riesiger Aufwand hier betrieben wird, denn das ganze Event wurde durchgehend live gestreamt. Zum Schluss starten unsere Streithähne im Tesla Model S Plaid und Lucid Air. Und damit geht es auch für die beiden letzten Teams endlich auf die Strecke. Da nun alle Teilnehmer unterwegs sind, geht es auf direktem Wege und 120 Kilometer später zur ersten Aufgabe bei Gmunden in Österreich. Nach einem kurzen Fußweg soll man nämlich am wunderschön gelegenen Wasserschloss ein Foto mit der dortigen Madonna-Statue schießen. Dieses Foto muss man dem Marshal zeigen und man darf weiter. Während man im Livestream immer sehen konnte, wo alle Teilnehmer sich befinden, waren einige schon mit der zweiten Challenge beschäftigt. Nur 10 Kilometer weiter in Weißenbach muss man nämlich seine Bordkarte mit einem Prägestempel versehen, den man im weiteren Streckenverlauf einem Marshal zeigen muss. Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung darf man weiter Richtung Mondsee. Entlang der Autobahn und mit bergiger Kulisse wartet die nächste Aufgabe. Dafür muss man bei Innerschwand am Mondsee an der Raststätte von OMV rausfahren und zum Ionity Ladepark. Aber was muss man hier nochmal machen? Ionity, Fragen beantworten. Ah ja, genau. Das war's.
Genauer gesagt haben alle Teilnehmer 30 Minuten Zeit, ein kleines Quiz zu beantworten, welches mit einem QR-Code vor Ort zu finden ist. Bei richtiger Antwort gibt es 5 Punkte, es gibt 7 Fragen, also sind insgesamt 35 Punkte abzustauben. Übrigens gab es in der OMV sogar kostenfreie Stärkungen exklusiv für E-Cannonball-Piloten. Und wie läuft's bei euch bisher? Der Akkustand? Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch so um die 50% oder so. Das bedeutet, zumindest für die beiden, geht es mit 50% Akku in die Berge. Und zwar wortwörtlich, denn die Serpentinenstraßen verlangen doch einiges von Fahrer und Fahrzeug ab, sind dafür aber ein Highlight. Auf der Postalm angekommen, muss man im ersten Zug vorwärts fahren und stoppen, wenn man 80 cm zum Hindernis erreicht hat. Das sieht zwar einfach aus, ist es aber ganz und gar nicht. Da kann man sich schon mal verschätzen. Nicht pushen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht leider nicht so gut aus. Ich brauche den zweiten Zollstock. Das ist über ein Meter. Oder ein Bandmaß. Das ist über ein Meter. Okay, was haben wir frei? 1,20 Meter. 1,20 Meter. Diese Challenge wird von Tarek und Nas genauestens und live begleitet. Die vorletzte Prüfung verlangt zwar nicht besonders viel Geschick, belohnt die Teilnehmer aber mit einem wunderschönen Ausblick. Hier in Kuchel auf der Rostfeld-Panoramastraße muss man nämlich eine Münze prägen, die wiederum im weiteren Streckenverlauf von einem Marshal überprüft wird. Somit machen sich die Teilnehmer auf den Weg zur letzten Prüfung am Startpunkt in Bad Griesbach. Jetzt muss zuerst einmal die vorhin geprägte Münze gezeigt werden, bevor es zur letzten Aufgabe geht. Denn vor dem Golf Resort muss man nun eine vorgegebene Strecke über einen kleinen Parkplatz in genau 18 Sekunden fahren. Hier kommt es auf das richtige Zeitgefühl an. Nach der letzten gelösten Aufgabe geht es nach ca. 400 Kilometer endlich ins Ziel. Und nun, da alle Punkte ausgezählt wurden, ist es Zeit für die Preisverleihung. Wartet mal, da gab es doch noch die interne Challenge in der Challenge zwischen Team Owe und Bloch und Team Bangula. Okay, es gibt anscheinend einen Sieger der Herzen und es gibt einen Sieger der Challenge. Das werden wir jetzt verkünden. Also der Punktestand ist 423 zu 451. Oh, sehr, sehr deutlich. Und gewonnen hat das Team Bangula.
Der E-Cannonball 2023 war ein voller Erfolg. Gutes Wetter, coole Autos und deren Fahrer und die herrliche Kulisse bei uns in Bayern und Österreich haben dazu beigetragen. Da stellt sich am Ende eigentlich nur noch eine Frage. E-Cannonball! Wenn der E-Cannonball 2024 ruft, seid ihr auch dabei?